Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung am Heiligen Sonntag. Themen, die wir haben am 1. September, nachdem wir heute die Meilen-Highlights und die Meilen-Schnäppchen gesehen haben. Für die einen oder anderen nochmal der Hinweis, Polen ist ein guter Hinweis, denn die LOT fliegt zum Beispiel nach Miami als Meilenschnäppchen, nur als Hinweis, dass man also nicht nur bei der Lufthansa schaut. Aber die Themen, die wir jetzt haben, sind nicht minder interessant. Frankfurter Flughafen und alle Flughäfen in Europa, CT-Scanner gehen zu fast alten Regeln zurück. Weiter geht es dann mit dem Thema Kreditkarten, American Express Platin. Traurige Nachrichten haben sich wohl validiert, dass es den Entertainment-Zuschuss oder Entertainment-Guthaben nicht mehr gibt. Und das andere ist, der Loungezugang wird reduziert. Für den einen oder anderen natürlich ein Problem. Wir gucken uns auch mal an, warum dem so ist. Wir haben des Weiteren als Thema Swiss Airlines, die bauen Bleiplatten ein, weil sie Allegris bekommen. Bei der Swiss heißt es Sensis. Ja, aber der eine oder andere weiß es halt nicht. Deshalb nenne ich es lieber Allegris-Sensis. Also die First Class, da geht es drum. Bei den 330ern. Und wir haben SAS. Die sind seit heute SkyTeam. Es hat sich ja abgezeichnet, es war ja lange kein Geheimnis. Der Tag ist da. Starlines hat ein Mitglied verloren, in meinen Augen ein gutes Mitglied. Und jetzt ist man bei SkyTeam. Und nachdem ich auch wieder einige Calls hatte, hier ein Thema, was ja, in einigen Calls aufkam mit amerikanischen Kreditkarten. DCC, Dynamic Currency Conversion. Ich erkläre euch, was es ist und vor allem, warum ihr nicht drauf reinfallen sollt. Deshalb denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, eine Kanalmitgliedschaft und auch danke nochmal an die neuen Kanalmitglieder, dass ihr eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen habt. Und wir haben immer noch einen Platz für Helsinki frei. Wir haben interessanterweise jemand von Lufthansa dabei. Aber nur die dabei sind, werden wissen, wer es ist. Also, geht jetzt direkt los mit der Sendung und zwar das erste Thema. Und das erste Thema ist die Security. Das Thema Security ist ja immer wieder so ein Thema, was für Verwirrung sorgt. Warum? Weil die Handgepäcksregeln bei der Security einen sehr viel Nerven kosten. Man muss lange anstehen. Die Leute dort sind unhöflich aus der Sicht von vielen Leuten. Ich persönlich habe mit wenig unhöflichen Leuten zu tun gehabt. Nicht, dass ich da nicht mit Leuten zu tun gehabt habe, die unhöflich gewesen wären, aber es ist in der Mehrzahl eher ein Erlebnis, was okay ist. Es kann nie top sein, weil es ist für mich immer wieder ein Eingriff in meine Privatsphäre. Und ihr könnt ja auch da kommentieren, wie ihr diese Sicherheitsregeln empfindet. Die CT-Scanner waren für mich eine Art Erleichterung auf der einen Art, auf der anderen Art musste ich auch erstmal lernen, wie ich meine Sachen zu packen habe, damit die da durchgehen, weil gerade wenn ich das alles zusammen in solchen kleinen Täschchen all meine Elektronik reintue, dann ist das selbst bei den Scannern ein Problem. Und da wurde man natürlich schon mal angeraunzt, warum man das rausholt. Ja, weil ich weiß, dass der Scanner darauf reagiert. Aber hey, jetzt sind wir wieder bei den Flüssigkeitsregeln von vorher. Und zwar ist es so, dass die EU sagt, dass die Kontrollspuren, die dieses CT-Scanner haben, nicht sicher sind. Die Flüssigkeiten werden nicht erkannt. Und deshalb muss man da halt wirklich die Flüssigkeitsregeln wieder in den Hinterkopf sich holen. Und zwar ist die neue EU-Verordnung im Prinzip die alte. Große Flaschen sind wieder verboten. 100 Milliliter ist das Maximum, was man haben darf. Auch ist es so, dass diese dann diesmal aber im Handgepäck bleiben dürfen. Also sie sollten trotzdem nicht mehr als 10 mal 100 ml sein. Sie sollten in einer durchsichtigen Folie sein, wenn jemand sich das anguckt. Und es ist so, dass man dass man da wirklich gucken muss, wie sich das entwickelt. In den Kontrollspuren, die halt noch diese alten Smith Detection haben, also die nicht die CT-Scanner sind, sondern die eckige Dinger, wie man in Hesse sagen würde, eckige. Auf jeden Fall ist es so, dass dort hier wirklich alles ausgepackt werden muss.
Ausgenommen von den Flüssigkeitsregeln sind Medikamente, vergesst nicht das Attest und weiter, und natürlich auch Babynahrung flüssigerweise. Alles andere interessiert die nicht. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, das ist nervig, das ist stressig, aber es dient alles der Sicherheit. Man kann natürlich jetzt auch böse sein und sagen, ja, man wollte bei der EU, bis da alles in trockenen Tüchern ist mit der Wahl und bis unsere Flinten-Uschi da wieder gewählt ist als Kommissionspräsidentin, das Thema nicht angehen. Und interessanterweise ist es halt wirklich so von der EU. Und ich weiß es jetzt gar nicht, ob das so berechtigt ist oder nicht. Denn wir müssen uns da auf die Spezialisten verlassen. Freut ihr über, nein Quatsch, das ist ja ein anderes Thema, da wollte ich schon eine andere Frage des Tages vorlesen. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr zu den Flüssigkeitsthema haltet an den Kontrollspuren, ob ihr euch daran auch gewöhnt hattet, so wie ich mich dran gewöhnt hatte. Und dann zum Beispiel, wenn ihr an die alten Scanner kommt, denkt so, oh Gott, scheiße, muss ich auspacken. In Amerika ist dem ja nicht so, ne? In Amerika schmeiße ich alles drauf. Ich bin Trusted Traveler, wie das so schön heißt, mit meinem Global Entry. Muss auch noch meinen E-Star erneuern. Ja, aber gut. Ich will diesen Monat nach Amerika. Ich muss nach Los Angeles. Ich brauche das für mein Tant. Das Wetter wird schlechter, man merkt es schon. Aber bevor ich hier anfange rumzuheulen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar, das ist Swiss Airlines. Und jetzt sagt ihr, Swiss Airlines, die sind doch eigentlich gut. Ja, die sind auch gut, aber die haben jetzt das Problem, wenn sie die Allegris aka Sensis einbauen, dass sie dort Bleiplatten, man redet von 1,5 Tonnen, 1500 Kilogramm, ins Heck einbauen muss bei den 330ern, weil die 330er sonst kopflastig werden. Und 2025 sollen die 330er umgebaut werden, also nächstes Jahr mit der neuen Allegris aka Sensis Kabine. Und das Problem ist, dass die Kopflastigkeit halt nicht gut ist fürs Flugverhalten. Und jetzt muss man halt gucken, was da passiert. Die Swiss sagt natürlich Folgendes dazu, dass der Trend in der Luftfahrt, dadurch, dass die Economy-Class-Sitze immer leichter werden und die First-Class immer schwerer wird, dass das natürlich dann das Problem hat, dass man dort kopflastig wird. Und der Nachteil ist natürlich für alle, und das wissen wir ja auch, dass das fürs Flugverhalten nicht schön ist. Würde man vielleicht die First oder Business Class in die Mitte bauen, wäre das vielleicht weniger ein Problem, aber das wollen wir ja alle nicht, weil wir wollen ja nicht gestört werden. Und ihr wisst ja, warum die First und Business Class vorne ist, weil natürlich das Flugzeug, wenn es sich bewegt, die Bewegung vorne am Cockpit am wenigsten ist und man sieht die Amplitude. Je weiter nach hinten man geht, desto größer wird es. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Wir machen es nochmal mit der Maus. Heißt also, wenn hier das Cockpit ist und man dreht sich, dann seht ihr, dass der Schwanz der Maus eine viel weitere Strecke hinlegt als der Rest vorne. Also das nur so als Hinweis. Ihr könnt auch nochmal dazu sagen, was ihr von der Allegris und von der Sensis haltet. Ob ihr da euch drauf freut oder ob ihr das alles ein bisschen bekloppt findet. Weil der eine oder andere wird sich ja auch an die 747-8 erinnert fühlen. Denn da ist es ja so, dass man dort auch nicht überall die neue Business Class einbauen kann, weil sie zu schwer ist. Ja, weil sonst wird sie zu kopflastig. Deshalb wird oben im Upper Deck wird das nochmal gelassen und man kann auch die Fracht nach vorne nicht einbauen. Jetzt sagt man natürlich, Umweltschutz und so weiter. Ja, das ist natürlich immer so ein Thema. Man will ja immer Gewicht sparen und so weiter. Und wie wir ja alle wissen, wie viel ist das? 100 Kilo bei 320ern sind irgendwie, was war das nochmal? 100 Kilo waren Kerosin-Ersparnis aufs Jahr gerechnet. Also insofern, da hat man dann nicht wirklich mehr das Thema dann so im Sinn. Auch das Thema S330 mit der Reichweite. Man fliegt ja Bombay und solche Sachen, Miami. Kann natürlich ein Problem werden mit dem Gewicht. Warum? Weil die Reichweite sich dadurch reduziert, wenn das Gewicht höher ist. Und ich weiß nicht, also das maximale Abfluggewicht wird sich nicht erhöhen. Jetzt wollte ich aber von der 747 übrigens noch erzählen. Da hat man ja bei Boeing gesagt, nee, du kannst nicht in das Heckleitwerk mal eben ein bisschen Titan einbauen. Das wird wohl bei Airbus nicht das Problem sein. Und wenn dann die 350er kommen, die kommen ja ab 2026, glaube ich,
Nee, die werden auch ab Sommer 2025 eingeflottet, die 350er. Die brauchen diese Platten nicht, Gott sei Dank. Also da gibt es dann Entwarnung. Aber man sieht halt, wenn man die 330er, die ja dann zu dem Zeitpunkt irgendwie 14 Jahre alt sind oder sowas, die werden dann noch mal ein paar Jahre weiterfliegen. Man wird die ja nicht einbauen nur für 1 oder 2 Jahre, sondern die werden dann 7, 8 Jahre weiter bei der Swiss abgehuddelt. Und ja, das ist wohl so. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon denkt und was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze aus eurer Sicht seht, dass man halt den Kerosinverbrauch dort dann, sagt man, einfach mal egal ist. Und ich glaube aber auch, dass es ja bekloppt ist, weil man überlegt, ja, Zeitungen nimmt man nicht mehr mit, andere Sachen nehmen man nicht mit, aber 1000, ja gut, ja. Ja, vielleicht sollte man Census dann an Non-Census umwandeln als Name. Ja. Ich möchte mich zu dem Thema nicht weiter äußern. Ihr könnt euch nämlich äußern unten mit den Kommentaren und könnt sagen, was ihr davon haltet. Ich halte es für ja, ist es ein Treppenwitz? Ist es Schilder? Ist es irgendetwas, was bekloppt ist, dass man mit der 747-8er oder mit den 330ern dort wegen der neuen First Class oder der Business Class wahrscheinlich auch an Gewichtsproblemen leidet. Also das ist schon ein Thema. Wir können uns jetzt einem Thema wenden, was seit heute auch akut ist, und das ist die SAS. Die SAS ist jetzt SkyTeam-Mitglied. Bye bye Starlines, hallo SkyTeam. Ich persönlich bin ja kein großer Freund vom SkyTeam. Und irgendwie hatte ich die sympathischen Schweden auch sympathisch in Erinnerung. Wenn man aber sich dann anguckt, was die Schweden da wieder versaubeutelt haben, muss man an der Ehrlichkeit halber sagen, ihr habt mit meiner Sympathie gespielt, Freunde. Denn der Wechsel, der heute stattfindet, ist natürlich auch, da gibt es ja dieses Video zum Beispiel, wo der Typ im Cockpit und so weiter, in der Kabine mit dem Briefumschlag und so rumläuft. Aber man verdoppelt die Euro-Bonuspunkte, die gebraucht werden für Partnerflüge. Heißt also, wenn man einen europäischen Hin- und Rückflug nimmt, sind das 60.000 Punkte in der Business Class. Wenn man aber mit der Air Europa das gleiche macht, dann kostet das auf einmal 120. Man hat es also verdoppelt. Hin- und Rückflug von Europa nach Südostasien sind 187.000 Punkte, Euro-Bonuspunkte. Und wenn ihr aber von Europa nach Vietnam mit Vietnam Airlines fliegt, der ihr SkyTeam-Partner ist, ne, also SkyTeam, dann ist das Ganze 375.000 Punkte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich jetzt wieder komplett Banane, dass man da halt wieder anfängt, direkt die Preise so zu machen. Und einige von euch waren ja skeptisch, einige von euch sind skeptisch, einige waren von euch unglücklich, dass sie die Starlines verlassen haben, weil sie ja eigentlich bei Eurobonus nur gesammelt haben, um nicht Senator werden zu müssen, weil es schneller ging natürlich und weil es dann Lifetime gab. Aber man muss ehrlicherweise sagen, ist das nicht ein Fall für Verbraucherschützer? Ist das nicht ein Fall für Leute, die sich darum kümmern, dass wir nicht übervorteilt werden als Kunden, genauso wie es das ist, wie ich es, war es gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, wo ich darüber gesagt habe, dass kostenlose Flüge, so wie es der Air Canada-Chef gesagt hat, der Herr Nasser, müssen wieder kostenlos bleiben. Steuern okay, aber nicht diese komischen Gebühren. Und jetzt ist es halt natürlich auch interessant, inwieweit das Ganze dann vielleicht von anderen auch gemacht wird. Aber wir merken ja immer wieder, dass viele Fluggesellschaften Partner-Airlines, auch wenn sie in derselben Allianz sind, benachteiligen, indem sie die höhere Preise aufrufen. Womit das zu tun hat, kann ich euch nicht sagen. Wir hatten darüber leider nicht berichtet, weil ich da keine Zeit zu hatte, aber das war ja auch ein Thema, zum Beispiel bei Live Miles, da sind ja auch Sachen teurer geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles nur bei den Freunden der SAS so ist. Die Frage des Tages ist, freut ihr euch über das neue SkyTeam-Mitglied SAS? Trübt eure Freude sich etwas, weil die Preise sich geändert haben? Und sagt ja, geschenkt. Ich wollte die bei SAS verbrennen und ich wollte nicht nach Vietnam. Also insofern könnt ihr ja unten die erste Frage des Tages kommentieren und schreiben. Wir haben jetzt das Thema American Airlines und keine Angst, das ist keine American Airlines.
Amerika-Geschichte, sondern American Airlines, American Express. Habe ich American Airlines die ganze Zeit gesagt? Ich weiß nicht. Also, American Express, USA-Geschichte ist nicht, es ist American Express Deutschland. Gott, so viel Fluggesellschaften, ne? Also, es geht um American Express und die haben eure Bedingungen verschlechtert. Und zwar die 120 Euro Guthaben, entertainmentmäßig, weg. Das wäre ja das, womit die Erhöhung begründet worden ist. Dann wird Lounge Pass bzw. die Priority Pass Mitgliedschaft gekürzt. 50 Mal dürft ihr nur die Lounge pro Jahr benutzen. Also für einen Lounge-Shopper, der auf 10 Flügen 5 Lounges benutzt, vorbei. Jetzt ist natürlich die gute Nachricht, dass es nur für Neukunden gilt. Altkunden sind davon nicht betroffen. Aber ich denke mal, dass die Veränderung und so weiter dann passiert, wenn ihr die Karte verlängert. Nur, dass ihr das mal so wisst, als Randbemerkung. Und wenn man diese 12 mal 10 Euro Guthaben pro Jahr, die ja wie so ein Coupon sind, ne? Also da muss man halt gucken und dann war das auch nicht so, dann ist das halt ein Problem. Die Gründe, warum das Ganze so passiert ist keine Ahnung, ist wahrscheinlich, weil man festgestellt hat, man muss Geld sparen und hat damit dann halt, verhindert, dass man die Karte wieder teurer machen musste. Und die maximal 50 Besuche pro Jahr, das ist ja für viele von euch gerade ein Vorteil bei den 1200 Lounges weltweit, die man mit American Express Priority Pass Mitgliedschaft nutzen kann. Und diese 50 Besuche sind auch nicht für eine Karte, sondern sie sind 50 Besuche werden aufgeteilt auf 30 für die Hauptkarte, 20 auf die Zusatzkarte. Also das heißt, ihr habt da noch weniger Auswahl. Und wenn man einen Loungebesuch vom Karteninhaber wegnimmt und sagt, er bringt noch einen Besucher mit, dann reduziert sich das noch um die Hälfte. Das heißt also im Prinzip, wenn man dann jemanden noch mitnimmt, dann sind das 2. Und damit kommen dann pro Flug, wenn man zu zweit ist, auf dem Hinflug 2, dann auf dem Rückflug sind 4 Stück. Und wenn ihr dann 30 durch 4 teilt, dann könnt ihr selber ausrechnen, wie viele Flüge ihr damit machen könnt. Also 7,5. Ich nehme es einfach mal vorweg. Und es wird halt in der App einen Zähler geben, die dann dargestellt werden. Wichtig ist auch, dass die Beschränkung nur für die Lounges gilt, die über den Priority Pass gehen. Das heißt also, wenn ihr in die Centurion Lounges geht, in die Lufthansa oder in die Business oder in die Senator Lounge geht, Delta Sky Clubs, Virgin Atlantic, Virgin Australia, Plaza Premier Lounges, Escape Lounges und die House Lounges, das sind die Lounges in Abu Dhabi, die ehemaligen von Etihad, dann zählt das Gott sei Dank nicht. Und die Nachrichten sind natürlich so, dass man das als Verschlechterung sagen kann. Und vor allem ist das Ganze damit natürlich auch wesentlich komplizierter und komplexer für den einen oder anderen. Wenn man eine Kreditkarte hat, für man so viel bezahlt, das ist dann natürlich nicht so hübsch. Wenn man mal überlegt, dass man für die Metallkarte ja das Geld auf den Tisch liegt, dann erwartet man ja auch Leistung, wenn die versprochen ist. Aber es soll halt nicht so viele Kunden betreffen. Ich weiß nicht, seid ihr davon betroffen, dass ihr auch so Lounge-Hopper wart? Das heißt also, man sagt ja irgendwo, das sind die Leute, die so Lounge-Hopper sind. Und das ist natürlich das Problem. Werdet ihr euch 2024, 2025 dann, wenn die Karte erneuert wird, von der Karte trennen, weil ihr sagt, es lohnt sich nicht mehr? Und ich denke mal, dass man natürlich sagen kann, dass man jetzt vielleicht sich mehr wieder auf die Miles & More Karte konzentriert, auf den Relaunch nächstes Jahr. Eventuell kommt damit was Verbesserung in die Welt rein. Aber ich muss ehrlicherweise auch hier Warnungen ausgeben. Die Deutsche Bank ist ja jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie Innovationen bringt. Und Miles & More hat ja auch nicht so viel mit Priority Pass zu tun. Also da wird es dann einige Problemfelder geben, die sich dann nicht lösen werden. Deshalb die Frage, was macht ihr mit der Verschlechterung der American Express Kreditkarte? Sagt ihr, so wie ich von einigen schon gehört habe, mit denen ich auch Calls gemacht habe, die wollten amerikanische Kreditkarten haben, weil die amerikanische Platin-Karte hat dieses Thema noch nicht. Auf jeden Fall seid ihr jetzt auch auf dem Sprung. Was macht ihr aus dieser Veränderung? Ist das in irgendeiner Art und Weise für euch
ein Thema, dass ihr da nach einer Änderung sucht. Das letzte Thema, was wir für heute haben, das ist DCC. Und das ist ein Thema, was natürlich aus den amerikanischen Kreditkarten heraus geboren ist, aber auch eure Karten, egal wo, betreffen kann. DCC steht nämlich für Dynamic Currency Conversion, also dynamische Währungsumrechnung. Und dazu muss man Folgendes wissen. Wenn ihr irgendwo zahlt und ihr seid jetzt zum Beispiel mit einer amerikanischen Kreditkarte unterwegs, die in US-Dollar abgerechnet wird, oder mit der europäischen Kreditkarte, die in Euro abgerechnet wird, außerhalb irgendwo eurer Währung. Das heißt also zum Beispiel die EU-Karte und die US-Karte, ihr würdet mit einer von beiden Karten in der Schweiz zahlen. Und da gibt es dann einen Händler, der DCC hat. Dann kriegt ihr die Wahl, möchtet ihr das Ganze in Schweizer Franken bezahlen oder dann, wenn ihr eine europäische Karte habt, in Euro oder wenn es die amerikanische Karte ist, in US-Dollar. Ich persönlich wähle immer Schweizer Franken, also immer die lokale Währung. Warum? Weil diese lokale Währung, die man bezahlt, hat natürlich einen Vorteil. Und zwar, der Vorteil ist der lokalen Währung, ihr braucht keine Conversion zu bezahlen. Gerade mit der amerikanischen Kreditkarte habt ihr ja eh keine Auslandsgebühren. Das heißt also, das ist für euch uninteressant. Die meisten. Ne? Eigentlich alle, die wir empfehlen, haben keine Auslandsgebühren, weil sonst empfehlen wir sie nicht. Und dann ist es so, dass man natürlich dann auf der anderen Seite dann dafür irgendwelche Umrechnungskurse bezahlt. Und je nachdem, welche Karte das ist, kann das sogar trotzdem so gemein sein, dass ihr trotzdem Auslandsgebühren zahlt, auch wenn ihr eigentlich diese... Ja, warum? Weil ihr nämlich Gebühren drauf zahlt. Kann so um die 3% sein. Ich habe auch schon mal von Fällen bis zu 5% gehört. Warum? Weil der Händler kriegt Kommission. Ja, die Händler sind da angehalten, das zu promoten und kriegen dafür dann Kickback. Und das ist genau das Thema, dass man hier ein Problem hat. Und wichtig ist, dass ihr wirklich darauf aufpassen solltet, immer wieder in der lokalen Währung zu zahlen. Ich bin auch einmal drauf reingefallen, gebe ich offen zu, ich habe mich geärgert, war aber eine Dummheit und dann war es halt so. Aber interessant ist halt wirklich, dass man dort Geld sparen kann und gucken kann, dass man da nicht die Kreditkartenunternehmen noch reicher macht und auch den Händler vor allem nicht reicher macht und ihr euch selber halt nicht in dem Gebührendschungel wiederfindet. Heißt also ganz klipp und klar, als Maßgabe, bezahlt mit der Kreditkarte immer in der Landeswährung da, wo ihr seid. Also wenn ihr mit einer ausländischen Karte im Euroraum seid, bezahlt immer in Euro. Wenn ihr in dem Schweizer Frankenraum mit einer ausländischen Karte zahlt, immer Schweizer Franken. Norwegen, norwegische Kronen, Schweden, schwedische Kronen. Also das heißt, da immer dann bezahlen. Wenn ihr in Amerika seid und ihr habt eine deutsche Kreditkarte, bezahlt in US-Dollar. Also das sind alles Themen, worauf ihr achten solltet, damit ihr Geld sparen könnt. Ihr könnt hier natürlich auch das Thema mit der Dynamic Currency Conversion beantworten, ob ihr auch darauf schon mal reingefallen seid oder nicht. Und ihr könnt auch unten schreiben zu den anderen Fragen des Tages, die ich euch gestellt habe. Das heißt also einmal zu Census, wie ihr das findet, ob ihr euch das Amüsement gibt für die Schweizer Allegris, aka Census, dass die da Blei einbauen müssen oder Titan bei der 747, was ja dann am Ende nicht erlaubt worden ist und der Umweltschutz dann hinten rüber geht. Und das nächste ist dann, freut ihr euch, dass man bei der SAS jetzt SkyTeam-Mitglied ist? Oder ist euch das Ganze verhagelt gewesen, weil ihr gesagt habt, ich wollte eigentlich Starlines haben und jetzt natürlich durch diese Währungsanpassung bei Partner-Airlines wie Vietnam und so weiter habt ihr keinen Bock dazu. Und dann natürlich, was macht ihr aus der Verschlechterung der American Express Platin-Kreditkarte mit dem fehlenden Entertainment-Guthaben, diese 12 mal 10 Euro. Gut, ist halt eine Coupon-Karte. Und last but not least, und das ist auch ganz wichtig in meinen Augen, solltet ihr nochmal auch darüber reflektieren, ob diese Lounge-Besuche für euch aka 50, 30, Haupt, 20 Partnerkarte irgendwo tangieren und ob ihr die Karte dann damit wegwirft und sagt, ich will nicht mehr. Ende, wenn die Preiserhöhung kommt für euch. Weil es ist ja eine Preiserhöhung, gibt ja gar nichts. An dieser Stelle wie immer danke ich euch, dass ihr den Kanal geschaut habt, abonniert habt. Für die Leute nochmal ein Danke, die den Kanal, die Kanalmitgliedschaft gemacht haben. Und
Ich freue mich, euch persönlich in Helsinki oder bei einem der Stammtische zu sehen. Es werden vielleicht einige kommen, aber ich bin ein bisschen eng mit meiner Planung und deshalb da ein bisschen von euch Gnade. Und deshalb für euch jetzt der Abspann und wir sehen uns morgen wieder in Alter und in Frische. Also bis dann und ciao.